Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ihr seht es, ich habe hier ein kleines Paketchen liegen von der lieben Pichu. Da habe ich mir was im Shop ausgesucht und nach dem Intro seht ihr was. Bis gleich! Ja, ihr seht es schon. Ja, ein kleines Paketchen. Der Karton ist leider ein wenig von der Post oder von dem Zusteller nicht so gut behandelt worden, aber innen drin ist nichts passiert. Ich habe mir ein kleines Bild bei der lieben Pichu im Online-Shop ausgesucht und das wollte ich euch gerne mal zeigen. Da habe ich nicht nur die Leinwand, also nicht nur das Bild mir ausgesucht, sondern auch noch zwei Schiffchen. Die zeige ich euch auch gerne mal. Hier haben wir ein kleines Danke von der Pichu, ihre Visitenkarte. Hier kommt ihr zu ihren Social Media Kanälen. Ja, hier ist noch ein kleines Briefchen dabei gewesen. Sie war im Urlaub und da hat sich wohl ein bisschen was verzögert. Aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. War alles im Rahmen, war alles super. Ja, hat alles gepasst, von meiner Seite aus her. Ja, die Leinwand. Und hier habe ich noch die Schiffchen. Ich habe mir diese zwei Schiffchen mal ausgesucht, weil ich bis jetzt ja nur Gutes darüber gehört habe. Dachte ich, ich probiere die auch mal aus. Und zwar einmal hier so ein süßes kleines Neonweiß Herzchen. Schön stabil zumindest, ja. Und schön hoch vom Rand her. Mir passiert das ja immer, wenn ich meine Steine so schüttel, dann fliegen die mir aus dem Schiffchen raus. Ja, hier auch noch mal ein bisschen größer. Auch sehr schön. Mit Deckelchen. Schön stabil. Bin ich gespannt drauf. Sind bestimmt wunderbar. Ja, aber nun zu unserem eigentlichen Anliegen. Hier ist auch alles schön in dem Seidenpapier verpackt. Ich schiebe mir das Papier immer auf, muss ich ja so sagen. Auch wenn ich was von einem anderen Shop habe und das ist in Seidenpapier eingeschlagen, hebe ich es mir auf. Und das benutze ich dann, um irgendwas auszupolstern oder sowas. So, machen wir mal auf. Öffnen und freuen, ganz goldig. Habe ich gar nicht gezeigt. Ist doch auch süß so. So. Kommt einmal rüber. So, und hier seht ihr die Leinwand. Ich rolle sie mal aus. Ja. So. Moment, ich muss mich kurz ein bisschen sortieren. Der Hund bellt, warum auch immer. Die kleine Maus bellt. Ich muss gerade mal gucken, da liegen ein paar Steinchen.
So, ich rolle sie gerade mal umgekehrt auf, die Leinwand. Oder ich lege sie andersrum hin, dann kann sie sich kurz entspannen. Dann schauen wir mal gleich. Erstmal nach den Steinchen einfach. Bei dem Shop, da könnt ihr auswählen, ob ihr die Toolkit und die Legende sozusagen in Sticker-Variante möchtet oder eher so. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Oder ist wohl meine schwarz wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich die 310, aber ja, passiert. Also wenn ihr diese Legende hier haben wollt als Stickerform, das bietet sie an, müsst ihr einfach auswählen, dann kriegt ihr das auch. So, ich öffne mal kurz. So. Ich achte jetzt darauf, dass die Steinchen, die dunkle Farbe, die hier ist, ich habe es in rund bestellt, dass das halt hier drin bleibt. Ich hole gerade nur mal die Legende hier raus. Hier seht ihr mal das Bild in 50 x 70 habe ich mir das bestellt. Ich fand den Drachen da so goldig. Ja. Und ich glaube, ich hatte mir AB-Farben mitbestellt. Also hier ist nochmal der ganze Legendenzettel. Hier unten steht nochmal drauf, wie Diamond Painting funktioniert. Wir haben runde Steinchen, wir haben 50 Farben. Wie gesagt, das ist doch schön. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich den Übeltäter gleich finde. Oder auch nicht. Doch müsste hier. Die ist zwar ein bisschen auf, aber so viel, dass da die Sachen rausplumpsen. Ne, es ist hier die. Ja. Also der gehört hier rein. Also hier, das ist ja das leichte Blau. Ich weiß gar nicht, seht ihr das so ganz gut? Und die 310, also sie sind beide ein bisschen auf. Da waren halt Steinchen dazwischen geklemmt. Aber wie gesagt, sowas kann passieren beim Abfüllen. Jetzt weiß ich leider nur nicht, welche Steinchen hier sind. Aber das ist nicht schlimm, das kann man alles mal schauen. Ja. Genau, ich hatte mit AB bestellt. Ja. Schauen wir uns gleich mal an nachher die Steinchen. Das machen wir gleich zu. Den AB hier. So, schauen wir uns erstmal die Leinwand an. Die Legende lege ich jetzt mal rüber und die Steinchen auch. Die schiebe ich nach oben und dann schauen wir uns unser Bild an. Wackel, wackel. Das ist er. Das ist ein Artwork, Dazzling Illustration and Curve Design. Ja, ich zeige es euch gleich. Also wir haben oben bei der Leinwand einmal das schöne Logo von der lieben Pichu Moon Art. Ein kleines Häschen an der Seite. Ihr seht es, die Leinwand ist
schön ja, abgesteppt gerendert, je nachdem wie man es möchte. Ihr habt hier rechts eine Legende mit der Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer von allen 50 Farben. Hier unten haben wir nochmal das kleine Häschen von der Peacho, was ein Herzchen wirft. Hier unten haben wir ihre Social Media Kanäle. Da ist der Online-Shop, da hatte ich das Bild jetzt her. TikTok und YouTube. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle gesehen. Alles. Der Druck, was soll man anderes sagen, ist wirklich top. Die hellen Symbole sind gut zu lesen. Die dunklen Symbole sind gut zu lesen. Also die dunklen mit heller Schrift sind gut zu lesen. Und die anderen ebenso. Genau, also wir haben hier, wie gesagt, die Legende rechts. Links ist keine Legende, aber das ist nicht schlimm. Wir haben hier unser Papier, wo alles draufsteht. Und da ist auch nochmal alles so wie auf der Legende genannt. Noch die Grammzahl von den Steinchen und die Pieces. Und dann kann man das auch benutzen. Ja, da war gerade ein Fussel. Habe ich weggemacht. So, und hier oben seht ihr nochmal die Daten zu dem Bild. Einmal die Itemnummer zu dem Bild, dass es rund ist und dass es ein Artwork ist. Ihr seht es hier zum Beispiel, da ist ein bisschen Konfetti. Konfetti ist, wenn man mehrere Farben auf einem Platz hat, wo man halt öfters das Schiffchen wechseln muss. Aber es gibt genauso Stellen, wo man hier mit dem D zum Beispiel oder dem Pfeil ein bisschen Color Blocking hat. Das ist schön abwechslungsreich. Ich denke mal, ja, dass das Bild so richtig gut zur Geltung kommt. Schauen wir mal. Ja, Klebkraft ist wunderbar, aber gut, was erwartet man auch? Also da habe ich auch nur das Beste erwartet. Die Leinwand glitzert schön. Sie hat auch nur hier einen minimalen Rand, wo der Portclou übersteht. Also wirklich nur minimal. Das finde ich auch immer toll, wenn das ist. Ja, die Leinwand von hinten ist schön, ist weich. Also kann man nicht sagen. Schön anzufassen. Ich mag es nicht so gerne, wenn die so extrem weich sind, die Leinwände. Aber der hier ist wirklich top. Schön. Ja, ich bin mal gespannt, der kleine süße Drache mit dem Blümchen, wie der nachher rauskommt und dem Blümchen auf dem Kopf, den Ranken. Ich war eigentlich der Meinung, das Bild heißt Eingang zum Drachenhort, aber ich bin mir da nicht sicher. Also es kann sein, dass ich verkehrt bin. Nagelt mich nicht fest. Ja, gut, dann kommen wir mal zu den Steinchen, würde ich sagen. So seht ihr den Drachen ganz schön. Wir holen mal die Steinchen raus. Ich kruspele kurz und dann schauen wir sie uns zusammen an. Sind hier mit 50 Farben. Das sind ja schon ein paar. Ich gucke jetzt auch, dass ich ungefähr, der gehört hier mit rein, dass ich die losen Steinchen zum Großteil drin lasse oder wenn sie rauskommen, dass sie mit auf der Leinwand liegen, damit ich mir die nachher einfach zusortieren kann. Die mache ich mir in ein Schiffchen rein und dann gucke ich mal,
bei noch besseren Lichtverhältnissen nach, wo sie hingehören. Ob sie eher die 310 sind oder die 939. Ah, gut, dafür, da stehen ja auch die Grammzahlen drauf, dafür könnte ich es ja dann auch wiegen, dann wüsste ich ja, wo was fehlt. Ah, warten wir es mal ab. Schauen wir mal. Jetzt holen wir erstmal die ganzen schönen Farben raus. Ihr seht, das sind alles ein Zipperbeutel mit der DMC-Nummer, beschriftet und der Grammzahl. Damit da nichts passieren kann. Schöne Grüntöne sind drin. Sind halt ein bisschen gedeckter die Farben, aber das finde ich eigentlich ganz hübsch. Das passt auch gut zu dem Bild. Und ja, schauen wir mal. Ich sehe, die sind gemischt, also es ist 310 und die 939. Aber die Qualität von Steinchen ist ja Bombe. Also da sehe ich, weiß gar nicht, seht ihr das? Also sie sind ja glänzend schön. Wirklich toll. Ich hole gerade mal ein Schiffchen. Ah, da könnten wir ja gerade mal. So, dann kommen die mal hier rein. Ah, ich sehe auch gerade, deswegen sind die wahrscheinlich auch. Das war ein bisschen stramm. Aber wir sortieren es. Das schaffen wir. Das geht. Mein Sohn oben. Ja, ich hoffe, ihr hört ihn nicht so doll. Der ist in seinem Zimmer und spielt ein bisschen. Aber gut, hat er sich auch mal verdient. Ja. So. Na, ob ich euch abkriege. So, die weißen lasse ich mal ab, weil die sind eckig. Die hellen Steinchen hier. So, der ist fertig. Jetzt hole ich noch den einen, der hier unter der Folie war. Oder ist das alles eine Farbe? Also ich würde sagen, nein. Was sagt ihr? Ich glaube, das sind zwei Farben. Weil das hier ist, das sind zwei von dem 939 und das andere hier nebendran zum Beispiel ist garantiert die 310. Aber gut, das ist nicht schlimm. Die kann man auch aufheben und dann kann man sie benutzen oder sortieren, wenn das soweit ist und das nicht reichen würde, dann kann man sie immer noch sortieren, finde ich. Ich glaube, so mache ich das auch. Ich glaube, ich nehme einen Zipper und dann kommt das da rein. Ich habe jetzt keinen hier und dann lassen wir das so, weil ich glaube schon, dass die Steinchen ausreichend sind. Ich mache sie jetzt mal richtig zu. Ja. Haben sich auch so ein paar Weiße drin verirrt, aber das ist wahrscheinlich vom Hersteller. Aber das ist nicht schlimm, die sind ja eckig, meine sind rund, die kriege ich aussortiert. Ja, wie gesagt, wir haben ein ganzes Tütchen mit der 310, ein schönes, und ein großes Tütchen mit der 939. So, mal erst die Brauntöne gucken. Ich zeige euch jetzt die Farben einfach so. Ich
Ich hole jetzt mal noch ein paar Brauntöne dazu. So, der vielleicht noch. Das ist auch noch ein anderer. Seht ihr die Qualität, die glänzen schön, die Steinchen. Die sind schön glatt. Also, da kann man nicht schimpfen. Was will man mehr? Ach, da kriegt man richtig Lust, das Bild gleich zu starten. Jetzt fällt mir schon alles aus der Hand. Seht ihr das? Toll. Der, wo runtergefallen ist, muss auch herhalten. Auch ein schöner Grauton hier. Toll. Gefällt mir richtig, richtig gut. Schön. Nehmen wir jetzt mal die grauen Blautöne. Und vor allen Dingen dann so viele Facetten von der Farbnuance her. Das finde ich ja auch klasse. Ja, da bin ich wirklich gespannt, wie das nachher aussieht, wie das alles rauskommt. Hier. Das Tütchen ist ein bisschen elektrisch, aber das ist nicht schlimm. So ein schönes Blau. So ein bisschen dunkel, Jeansblau. Ganz tolle Farben. Oder hier dieses Graublau. Das ist auch klasse. Ach, da kriegt man wirklich richtig Lust. Nein, nein. Ich muss aufpassen. Ich meine, das hier ist ein Bild, was jetzt als nächstes ansteht. Aber da würde ich gerne mit euch zusammen ein Kitting abmachen, dass wir das halt zusammen starten einfach. Und dann zeige ich euch immer so einen kleinen Fortschritt. Und nehme euch mit, sozusagen. Obwohl, das wäre ein Grünton. Haben wir noch was da? Haben wir den noch? Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Farbe ich euch zeigen soll. Ah, das sind so viele schöne, auch die Abstufungen von den Farben. Ob das nachher dann alles so, das geht garantiert nachher so fließend ineinander über bei dem Bild. Also ich glaube, das sieht nachher super aus. Die Grüntöne auch, so viele schöne verschiedene Grüntöne. Haben wir erst noch die hier. Also wie gesagt, sind ja mehr die gedeckteren Farben. Aber ich glaube, ich habe schöne bunte Bilder und ja, so ein gedecktes Bild ist auch mal, oder ja, von der Farbe her gedeckter das Bild ist doch auch mal ganz toll. Und ich finde jetzt für den Herbst passt das auch super gut rein. Das ist, ja, freue ich mich schon drauf, wie gesagt. Ah, jetzt habe ich gar keinen. Oh ja, ich glaube, ihr seid mir nicht böse, wenn wir keinen Schnelldurchlauf machen bei den Farben, sondern wenn ich es euch so zeige. Also wenn man das sieht, so diese Farbnuancen hier, das ist schon klasse. Der gehört auch noch dazu. Also Hut ab. Schön. So, das da ist AB, AB, das da nicht. Das ist auch ein AB. Und die sind keine ABs. Ein schönes, kräftiges Gelb. Da bin ich ja auch mal gespannt, weil
mit diesen sachten Farben und dann so eine schöne knallige Farbe dabei. Ist auch toll. Das wirkt bestimmt gut. So, dann haben wir jetzt noch ein paar andere. Schön, gell? So, ich mache gerade noch mal. Jetzt hat Speiner hier. Nee, doch nicht, das ist zu. Alles gut. So, die AB-Farben lege ich gerade rüber. Die zeige ich euch gleich. Ich hole mir gerade noch mal das Schiffchen und mache hier meine anderen Steinchen noch mal rein. Dass die aufbewahrt sind. Den weißen nicht. Den mache ich rüber. Fussel. Ja, und dann kommen die, wie gesagt, nachher in den Zipper rein. Und dann habe ich die. Falls das nicht reicht, was in den dicken Tütchen ist, dann sortiere ich sie mir anders. Lasse ich sie. Ja. So, dann machen wir die noch mal rüber, hier die ganzen Steinchen. Und dann schauen wir uns gleich mal noch die ABs an. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich die noch mal in dieses Plastik-Ding mache oder ob ich sie mir hier rein mache einfach. Ich glaube, ich mache sie hier rein. Die Tütchen waren alle fest zu sonst. Dann packen wir sie hier mal ein. Ach, so schöne Farben. Meine Güte. Das ist schon was. Was ich auch ganz toll finde bei der lieben Pichu ist, dass man sich das halt aussuchen kann, ob man die Sticker-Legende möchte, ob man ein Toolkit möchte. Und ja, kann man frei entscheiden. Das finde ich klasse. Und auch, ob man das Bild in eckig oder rund möchte zum Beispiel. Das kann man da auch frei entscheiden. Wie gesagt, ich hatte mich jetzt für rund entschieden, weil ich habe eckig momentan viele Bilder. Und ja, da dachte ich, ein rundes ist auch mal ganz schön. Außerdem haben mir ein paar Leute jetzt gesagt, dass rund zu legen definitiv schneller geht. Schauen wir mal, ob ich lahme Ente da drin schneller bin. Wir werden es sehen. Wir werden es testen. So, wir haben 5 AB-Farben, die mitgeliefert wurden. Schauen wir gerade mal auf der Legende, weil ich vermute, dass es die sind, die mit Rot markiert sind, mit Rot geschrieben sind. Das sind dann unsere AB-Farben. So, die ist dabei. Auch dabei. Die 63 ist auch dabei. Die 31 und der 3865 ist auch dabei. Und da seht ihr zum Beispiel, deswegen sage ich, ich sortiere die Steinchen erst, wenn es wirklich definitiv nicht reicht. Hier sind 7,2 Gramm drin, 7,02 Gramm, Entschuldigung, und laut Bild brauche ich noch nicht mal 6 Gramm. Also da ist immer ein guter Puffer mit drin. Deswegen denke ich, ist das, dass die paar Steinchen da aus den Tütchen geplumpst sind, nicht schlimm. Na? Ja, dann gucken wir mal, wo unsere schönen Farben liegen. Wir starten mit der 820. Ach, toll, oder? Wartet mal. Wir probieren gleich das neue Schiffchen aus. Wow. Ja,
Super, schön. Dann seht ihr mal die Farbe. Die glitzert und funkelt. Ganz toll. Supi. Und die ist das V. Und das V ist hier in dem hellen, also in diesem, ja, ich würde sagen Portal oder in dem Weg, wo der Drache hinschaut. Auch hier oben. Moment, Entschuldigung, Moment, ich muss die Leinwand runterholen zu uns. Ups, hier oben. Da ist das auch nochmal, das V. Im Drachen selbst ist es, doch auch ein bisschen, Moment, ich zeige es euch sofort. Ja, alles einhändig machen funktioniert nicht. Ja, ich mache mir besser das Deckelchen drauf, sonst habe ich noch die ganzen Steine verschüttet. Ich bin da drin ja auch, also wie gesagt, ich bin da drin generell in Held. Und dann bin ich immer froh, wenn so ein Deckelchen dabei ist. Da kann ich das dann drauf machen und wegschütten, ohne dass ich Steine verliere. So, schauen wir mal. Einer ist noch drin. So, jetzt? Nein, ich habe immer noch 2 drin. Ah. Das liegt aber an mir. Ich bin da halt, wie gesagt, nicht so der Held drin. Das ist auch bei mir bei anderen Schiffchen so. Uiuiui. Ich kann euch sagen, also ich und Steinchen mit Schiffchen. Naja, gut, was soll's. Es ist halt so. Aber schönes Schiffchen, gefällt mir richtig gut. Schön weich auch. Glatt, so rum. Schön glatt. Ist super. So, also wie gesagt, er hier ist auch im Drachen drin. Und zwar hier in der Blume ist er drin, ist es drin. Und dann hier auch bei den hellen Sachen halt am Ohr hoch. Hier. Moment. Also hier am Ohr noch mal hoch, was halt sehr schön ist. Und hier an der Blume ist es mit drin. Ja, und dann vereinzelt halt an den Konturen, wo es ein wenig heller wird. Ja. Ja, also hier an der Blume, hier am Ohr hoch, hier in dem Weg, in dem Waldweg. Und hier an den hellen Sachen vereinzelt. Toll, schöne Farbe. Sieht gut aus. So, dann haben wir unsere 3078. Das ist das E. Das haben wir auch hier am Portal vereinzelt. Also wirklich immer nur so ein wenig. Oh, das wird garantiert ganz klasse. Ich finde das ja schön, wenn die so ein bisschen dezenter eingesetzt sind, sozusagen als ein kleines Highlight bei der Leinwand und nicht so extrem viel. Nein, wenn das so ein kleiner, wenn das Auge das jetzt wäre zum Beispiel bei dem Drachen oder so, dann um Gottes Willen will ich nicht, da sage ich gar nichts zu, das ist super. Aber wenn das dann nachher so eine große Fläche wäre, weiß nicht, ich glaube, das wäre nicht so meins. Was hat man gesagt? Das E ist das. Das ist... Ach, hier oben nochmal. Also auch in den hellen Regionen ist das E. Das passt ganz gut. Dann haben wir... Die
3363, ein wunderschöner Grünton. Der sieht aber auch klasse aus. Toll. Und der ist das Sanduhrzeichen. Schauen wir mal, wo wir das haben. Die Sanduhr. Gut, ich bin blind. Ich kann nicht nur mit Steinchen nicht umgehen, ich bin sogar jetzt blind. Doch, ich bin richtig, die Sanduhr. Hier ganz vereinzelt. Ach, super. Das ist ja auch, also hier oben bei der Liane sozusagen. Ein bisschen hier beim Drachen, bei dem Grün, an dem Schnäuzchen. Und dann verteilt nach oben, also auf dieser Blätterhaarband sozusagen, Blätterkrone, je nachdem. Hier oben nochmal bei dieser Liane. Also oben im Grün beim Baum verteilt. Schön. Wow. Da freue ich mich. Auch sehr schön. Ich zeige es euch nochmal hier gerade. Also einmal hier bei den Blumen hatten wir es. Dann hier bei den runterhängenden Lianen ist es. Ist hier auch was in der, ja, vereinzelt halt hier auch in den Blätterchen mit drin, aber wirklich dann nur vereinzelt. Klasse. Schön. Dann haben wir hier dieses kräftige, ja, weiß nicht, was ist das, Fuchsia. Die 3731, das ist die 2. Die haben wir in der Blume mit drin. Vereinzelt, schön. Dann haben wir die hier unten. Und hier an der Seite. Also hier auf alle Fälle, da weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht genau geguckt. Aber hier vereinzelt und da. Nein. Also jetzt nicht, dass ich es auf Anhieb sehe. Hier sind es auch nur so ein paar. Seht ihr das? Ja. So ein paar. Klasse, schön. Einmal hier auch noch, hier oben an dem Bäumchen. Also einmal hier bei der Rose oder bei der Blume auf alle Fälle. Dann haben wir es einmal hier unten bei den rosa Blüten und hier bei den rosa Blüten. Und einmal hier bei dem Ast, der da hochgeht. Klasse. Und der Grünton, hier, den hatten wir hier, wie gesagt, am Schnäuzchen. Ach so, hatte ich gesagt. Ah. Eieiei. So, dann kommen wir zur letzten Farbe, die 3865. Das ist der Kreis. Den haben wir hier im Wechsel mit dem Haar. Das Haar. Jetzt gucke ich gerade mal, dass ich das vielleicht mit dazu hole. Die 3770. Dann schauen wir uns die mal gerade zusammen an, weil das ist so in dem im Wechsel. Müsste ich nur wissen, wo sie ist. So, Moment. Die 3770 brauchen wir. Garantiert ist sie jetzt ganz unten als letztes. Das ist mein, die da. 3770, das Haar, ja. Gut. Schauen wir uns die mal kurz an. Es wird so reingeplumpst. Ich hoffe, sie sind alle zu.
Aber das haben wir ja eben geguckt. Da dürfte also nichts passieren. So. Also er hier ist im Wechsel mit ihm. Und das ist einmal hier, wo das helle ist. Ja. Das ist ja super. Und hier ist es wirklich abwechselnd. Hier das ganz helle ist so ein bisschen mehr mit dem AB-Steinchen als hier jetzt zum Beispiel. Das läuft dann so aus, aber er ist nicht sozusagen als Color Blocking gesetzt, sondern er ist wirklich im Wechsel mit dem Haar gesetzt worden. Das ist ja auch mal klasse. Moment, ich probiere es euch mal zu zeigen. Nee, geht nicht. Hände leer machen. So, und hier seht ihr es, das ist sozusagen im Wechsel, in einem schönen Wechsel gemacht. Da bin ich ja auch mal dann gespannt, wie es rauskommt. Der AB-Stein. Ja, mit den 5 Farben. Also hier. Das V sehe ich gerade noch, das ist noch im Auge. Also er hier ist auch im Auge drin. Als kleines Highlight. Schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was sagt ihr dazu? Jetzt hole ich mal gerade noch die Schiffchen dazu, dass ihr die auch noch mal seht. Plupp. Nee, so sieht man sie nicht, gell? So, ja. Schön. Ja, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das Bild hier steht jetzt als nächstes auf der Liste, wenn ich die anderen beendet habe. Und ja, ihr werdet es miterleben. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und zugesehen habt. Danke, dass ihr mich abonniert habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr möchtet, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.